Hallo zusammen, danke vielmals fürs Einschalten. Heute möchte ich euch erzählen, wieso ich eigentlich Jesus liebe oder wieso ich ihm nachfolge. Und der allererste Grund, wo mir jetzt gerade einfällt, ist, Jesus hat mich geliebt an meinen schlimmsten Tagen. Als mich niemand geliebt hat, hat er mich geliebt. Als ich gegenüber ihm und anderen Menschen verbittert war oder mit Hass oder Wut reagiert hatte, hat er mich geliebt. Und er hat nie meine Seite verlassen. So, er war immer mit mir. Und der nächste Grund ist, er hat mich immer erinnert, wie wertvoll ich für ihn bin. Was für einen Wert ich in seinen Augen habe. Und immer, konstant, jeden Tag. Es gab Tage, wo ich mich nicht so gefühlt habe, aber selbst dort hat er nie aufgehört, mich zu erinnern durch sein Wort, durch die Bibel, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt bin und dass er immer für mich da ist und ja, dass ich alles mit ihm teilen kann. Und dann komme ich auch jetzt zum nächsten Punkt. Es gab Tage, wo ich wirklich richtig mies drauf war und selbst dort konnte ich wirklich Gottes Trost und Gottes Kraft erleben, wie sehr er mich gestärkt hat. Er gibt mir jeden Tag Hoffnung, wo einfach nicht ins Leere geht. Eine Hoffnung, die mit sich so eine Freude und Frieden mitbringt. Und jeden Tag, wenn ich seine Gegenwart erlebe, dann kommt auch diese Hoffnung mit. Und jeden Tag bin ich, wenn ich das erlebe, Gott dafür dankbar, dass ich leben darf und für mein Leben bin ich einfach dankbar. Auch für die kleinen Sachen, für die großen Sachen, für alles bin ich ihm dankbar. Und alleine, wenn du seine Gegenwart spürst, dann kannst du einfach nicht anders, als einfach ihn zu lieben. Jedes Mal, wenn seine herrliche Gegenwart kommt, ist so eine Präsenz. Und wenn er kommt, wenn seine Präsenz kommt, dann spürst du immer so eine pure Liebe. Dann spürst du immer so eine Freude in dir. Du spürst so ein Friede und so eine Ruhe, die einfach niemand geben kann. Und das allein ist so ein Grund, wieso ich ihn liebe. Ebenfalls habe ich in meinem Leben, er hat ja mich berührt, er hat mein Leben transformiert, aber ich habe auch Leben von anderen Menschen beobachtet, wie Gott, wie Jesus, solche Menschen, wo kaputt waren und ebenfalls lost waren, wo vielleicht alles verloren hatten, einfach in ihr Leben hereingekommen ist und sie transformiert hat. Und wenn ich das alleine sehe, dann denke ich, Mann, Gott, du bist so gut, du bist so unbeschreiblich gut. Und alleine der Fakt, dass Jesus einfach für mich alles getan hat. Er hat wirklich sein Leben für mich hingegeben, so dass ich nicht für alle Ewigkeit verdammt werde. Und nicht nur das, er hat mir meine Sünden und meine Fehler und meine schlechten Sachen hat er von mir weggenommen. Er hat mich reingemacht und er hat mir ein neues Leben gegeben. Ein Leben voller Liebe, Freude, Friede. Klar, auf dieser Welt gibt es sehr viele Probleme und es gibt sehr viele Herausforderungen, die man immer überwältigen muss. Und es gibt mir sehr viel Kraft und es gibt mir auch sehr viel Mut, dass ich weiß, dass ich nicht alleine bin oder dass ich auf dieser Reise, weil das Leben ist eigentlich eine Reise. Man weiß nie, wann die Reise endet. Und es gibt mir sehr viel Kraft, dass ich auf dieser Reise nicht alleine bin, sondern dass Gott, dass Jesus mit mir ist und dass ich seine Kraft, dass er mir beisteht und dass er mir Kraft gibt. Das gibt mir so viel Kraft, weil Gott lässt mich niemals im Stich. Hey, danke vielmals, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Mach's gut. Ciao.